Du willst richtig schlecht schlafen, du willst richtig kaputt aufwachen und am nächsten Morgen gar nicht aus dem Bett kommen. Dann sage ich dir heute 5 Maßnahmen, mit denen du am besten das schaffst. Und wenn du die weglässt, dann wirst du einen guten Schlaf haben. Und das will ja keiner von uns. Deswegen lass uns starten mit der ersten Sache, die du machen kannst, um deinen Schlaf komplett zu ruinieren. Und zwar musst du dir vor dem Schlafengehen, am besten nach 15, 16, 17 Uhr oder auch noch später, einen schönen Energy Drink gönnen oder einen Kaffee, vielleicht auch 2, weil dann wirst du auf jeden Fall gar nicht gut schlafen und wirst einfach hyperaktiv sein, du wirst nicht schlafen können, du wirst einfach unruhig sein und wahrscheinlich dann dein Handy anmachen, Netflix schauen, Musik hören, Reels gucken, Shorts gucken. Warum? Genau, wegen dem Energy, wegen dem Red Bull, wegen dem Red Bull, wegen dem Monster, wegen dem, was auch immer du für einen Energy Drink trinkst. Dies wird dafür sorgen, dass du gar nicht schlafen kannst und genau das wollen wir. Ja, Kaffee und Energy vorm Schlafen gehen. Bitte. In diesem Video ist natürlich alles nicht ernst gemeint, beziehungsweise du kannst genau das Gegenteil nehmen, beziehungsweise kannst genau das Gegenteil machen. Diese 5 Sachen, die ich nenne, let's go. Als zweite Sache haben wir Blaulicht vor dem Schlafengehen. Bedeutet, vor dem Schlafengehen schauen wir noch Fernsehen, schauen wir uns noch einen Netflix-Film an, sind noch am Handy, haben noch unsere LED-Lampen an, ja. Sind ja hier überall, ne? Ich weiß jetzt nicht, es gibt natürlich noch Leute, die sowas nicht haben. Aber bitte, LED muss sein, damit man nicht schlafen kann und morgens einfach aus dem Bett geht. Oder auch gar nicht erst aufstehen. Das meine ich natürlich damit. Deswegen bitte auch keine Blaulichtfilterbrille tragen vor dem Schlafengehen, weil sonst würdet ihr einen guten Schlaf haben und das Ganze wollen wir ja gar nicht haben. Ja, das ist natürlich nicht unser Ziel. Ich meine, wir wollen ja nicht schlafen heute, ja. Das ist Ziel des Videos. Die schlimmsten Sachen zu finden, die den Schlaf so stören, dass ihr einfach so lange wach bleibt, bis ihr einfach euch denkt, ey, ich habe nur noch 2 Stunden zu schlafen. Ich werde doch morgen sterben. Die dritte Sache wäre, schwere Mahlzeiten oder sogar Alkohol vor dem Schlafengehen zu trinken. Ja, die meisten feiern ja und trinken ja dann Alkohol. Aber am besten gehen wir in den Club davor, beziehungsweise nein, wir trinken erstmal schön Alkohol. Ganz viel, so dass wir komplett weg sind. Dann gehen wir erstmal dick essen, also einen fetten Döner, fetten Lambajon, eine kalte Platte oder was auch immer man sich Leckeres gönnen kann nach so einer wilden Nacht, wenn man noch im Rausch ist. Und kurz vorm Schlafen gehen muss man sich auf jeden Fall viel Alkohol reinschütten und dick was essen, damit du auch ja nicht gut schlafen kannst. So erreichen wir unser Ziel. Alkohol würde ich allgemein immer, man nennt ja das Feierabendbier. Man kann natürlich dann auch schlafen, aber man wird nicht gut schlafen. Das bedeutet, der Schlaf ist nicht so erholsam. Deswegen genau unser Ding. Als nächstes haben wir die unregelmäßigen Schlafzeiten. Das bedeutet, wir suchen uns einfach einen Schichtjob. Bedeutet, wir arbeiten eine Woche mal früh, eine Woche mal spät. Oder wir machen es ganz klassisch. Wir nehmen uns vor, mal schlafen zu gehen. Früh. Wir gehen dann früh schlafen. Am nächsten Tag gehen wir wieder um 2 Uhr morgens schlafen. Am nächsten Tag gehen wir wieder um 19 Uhr schlafen. Und das wechselt und wechselt und wechselt. Und genau das wollen wir. Denn genauso durch diesen Wechsel kann unser Körper sich gar nicht darauf einstellen. Und die Hormone bzw. das Vorbereiten auf den Schlaf kann er gar nicht erst bilden. Deswegen, das ist ja super. Das ist ja perfekt. Würde er sich hier einstellen auf eine Uhrzeit, wo wir immer fest schlafen gehen, dann würde er ja Hormone bilden, bevor wir schlafen gehen, weil er ja schon weiß, okay, wir gehen gleich schlafen, ja, wir hätten immer noch den zirkadianen Rhythmus, beziehungsweise es gibt ja die Organuhren auch noch, aber das ist natürlich kompliziert worden. Sowas wollen wir doch nicht hören. Deswegen auf jeden Fall niemals zur gleichen Uhrzeit schlafen gehen, sonst würden wir natürlich gut schlafen. Wer will das schon? Sagt mir das bitte. Wer will das schon? Der nächste Punkt wäre hier natürlich noch das Thema Stress
oder mental intensive Aufgaben vor dem Schlafengehen bedeutet, bevor wir schlafen gehen, müssen wir auf jeden Fall noch mit unserem Partner, unserer Freundin, unserem Freund noch dick und gut, richtig gut streiten, viel beleidigen und einfach nur unseren Kopf zerstören, deren Kopf zerstören, weil die sollen ja auch nicht schlafen. Warum soll es denen gegönnt sein, schlafen zu dürfen? Ich meine, wir wollen ja auch nicht schlafen, warum sollten die dann schlafen gehen? Deswegen, und wenn ihr keinen Partner habt, dann geht einfach zu euren Eltern und sagt denen, ihr habt eine 6 nach Hause gebracht, beziehungsweise ihr habt eine Arbeit geschrieben, habt eine 6 bekommen, oder ihr habt gestern das erste Mal an der Zigarette gezogen und wollt mal fragen, was die dazu sagen, beziehungsweise wie die das finden. Und wenn das alles nicht der Fall ist, dann machst du einfach alles auf einmal. Wie meine ich das? Du legst dich ins Bett mit einer dicken Pizza, mit einem Bierchen oder einer Jackie-Dose, ja, Jack Daniels-Dose, mit schön Cola, ja, dann hast du Nikotin, du hast fertiges Essen, nicht Nikotin, ich meine Koffein, dann hast du Koffein, fertiges Essen, da machst du einen schönen Film an, ja, scrollst noch währenddessen auf deinem Handy rum, Blaulicht, alles zusammen, ist der perfekte Mix. Genau das wollen wir. Wir kommentieren einfach alles. Hey, darauf bin ich gar nicht gekommen. Guck mal, am besten noch mit unserem Partner und kurz bevor wir schlafen gehen, streiten wir noch. Wow. Ey, so eine wirkungsvolle Kombination, um nicht schlafen zu können. Boah. Lass uns das machen. Ich bin dabei. Let's go.